Mit Brahms' 4. Sinfonie verbinde ich vor allem Gegensätze wie traurig, glücklich, strahlend, bedeckt, schwer, leicht, hell, dunkel. Brahms 4 ist was ganz Besonderes. Brahms 4 ist einfach so voller Gefühle. Das entspricht mir als Person am meisten, glaube ich, weil ich mich als Zweifler sehe, als an mir zweifelnd und vielleicht am Leben zweifelnd und gleichzeitig als den Hoffnungsvollen. Die Sinfonie beginnt ja mit diesem wunderschönen Thema in den ersten Geigen. Der Gegensatz von Zagen und Hoffen ist das für mich. Ich fühle wirklich die Fragen des Lebens in diesem Thema. Dieses Zitat, muss ich gestehen, ist neu für mich, aber ich weiß nicht, ob ich ganz damit leben kann, weil das würde ja heißen, dass das geschrieben ist für eine kleine intellektuelle Schicht nur. Und ich glaube, Gefühle haben alle Menschen und sie werden sich darin spiegeln können, in dem Werk. Es ist wie mit jeder Musik. Es ist wie mit jedem Stück, mit jeder Sinfonie, mit jeder Oper. Man kann Musik einfach nur hören. Man kann ins Konzert gehen und nur wirken lassen. Das ist das, was wir als Musiker uns wünschen, ist Offenheit, offene Ohren und offenes Gefühl. Musik als Background kann ich immer noch genießen. Brahms 4 als Background? Nein, das geht nicht. Es ist sofort vorne. Im zweiten Satz gibt es dieses unglaublich schöne Thema Inicelli. Es ist zum ersten Mal in der Sinfonie, dass Brahms einen unendlichen Bogen zieht über eine Melodie. Als Flötist muss ich leider atmen. Und das ist das Schöne, dass die Streicher das in den Bogen wirklich unendlich spielen können. Wenn ich da im Orchester sitze, habe ich gerade mal Hörpause. Das heißt, ich kann nur zuhören und schwelgen. Es ist so schön. Also Brahms 4 ist eines der Stücke, die ich am meisten gespielt habe, glaube ich, im ganzen Repertoire. Also ich habe ein bisschen Buch geführt. Es werden so 20, 30 Mal gewesen sein, unter den verschiedensten Dirigenten wie Celibidache, Karajan, Bitschkow, Saraste, jetzt zuletzt Macellaro. Vom allerersten Ton des ersten Satzes geht es im Bogen mindestens bis zum Solo im 4. Satz, aber eigentlich noch da Beyond bis zum Schluss, diesen großen Bogen hinzukriegen. Das braucht eine ziemliche Spannung von Beginn an.
Und diese Spannung muss sich körperlich manifestieren, muss geistig sein. Und natürlich, ich meine, wir versuchen auf allerhöchstem Niveau das Werk dem Publikum zu schenken. Brahms hat für den 4. Satz, für den Anfang, ein Thema gewählt aus Bachs Kantate Nach dir, Herr, verlanget mich. Und das ist ein aufstrebendes, aufgehendes Thema. Über 30 Mal kommt das hintereinander, diese 8 Takte. Es ist schön, das zu verfolgen. Als Hörender fürs Publikum, ich finde das wunderbar, wenn das Publikum das sozusagen auch innerlich mal verfolgt. Also diese 8 Takte in den einzelnen Stimmen dann sucht während des Hörens. Und dann kommt es eben zum 12. Mal und da verändert Brahms etwas ganz, ganz Wichtiges. Musikalisch ist es fast Revolution, wenn damals ein Komponist mitten im Satz die Taktart verändert. Und er verändert vom 3/4 auf 3/2. Er lässt uns plötzlich in einem anderen Puls leben. Wenn plötzlich das Leben eine andere Dimension kriegt. Du bist plötzlich in einem Zeitraffer oder du bist in der Zeitlupe. Das ist ein unglaubliches Gefühl, was dabei entsteht, während ich spiele, aber auch während ich es höre. Zu Brahms habe ich immer 2 Gedanken. Und die sind so gegensätzlich wie nur was. Es ist eine absolute Hassliebe. Zuerst ist die Liebe da, die ich zu Brahms empfinde oder zu seinen Werken. Und dann dieses Unverständnis, dass er viele seiner Werke verbrannt hat, in den Ofen geschmissen, für uns nicht mehr lesbar und empfindbar und dann eben halt spielbar. Und das, muss ich sagen, finde ich ganz schlimm von so einem Mann. Wenn das Werk zu Ende ist, glaube ich, zu wissen, dass es keine Antworten gibt. Am Schluss der Sinfonie wissen wir, dass wir nichts wissen. Und dass die Fragen keine Antworten haben, die allgemeingültig sind. Von Anfang des Werkes bis zum Ende. Bum, bum. Man schwimmt einmal durch. 40 Minuten lang. Und das ist so schön.